Wenn auch du deutsch, männlich und im waffenfähigen Alter bist und dir Sorgen um die geopolitische Situation machst und was diese möglicherweise für dich bedeuten könnte, Stichwort Wehrpflicht, dann haben wir heute einen echten Geheimtipp für dich, wie du diese Wehrpflicht in Deutschland vermeiden kannst. Wir haben ja schon etliche Videos hier zum Thema Wehrpflicht auf diesem Kanal veröffentlicht und dort auch im Detail diskutiert, wie man die Wehrpflicht vermeiden kann. So einfach ist das gar nicht, haben wir festgestellt. Wenn du dir mal die Gesetzestexte genau anschaust, dann ist eigentlich das, was hier jedem Mann wenigstens im Spannungs- und Verteidigungsfall droht, ziemlich ernst zu nehmen. Selbst wenn du zum Beispiel im Ausland bist, kannst du theoretisch nach Deutschland zurückbeordert werden, wenn du im Ausland bist, ohne Erlaubnis des Militärs und musst dann hier an der Front kämpfen. Übrigens gilt das Gleiche auch, wenn du den Dienst an der Waffe verweigern willst. Du musst trotzdem an der Front kämpfen, eben nur nicht mit der Waffe, sondern musst eben hier Kranke versorgen und andere Dienste leisten. Momentan gilt die Wehrpflicht bekanntlich nur für Männer, wobei ja die Parteien hier schon haben deutlich werden lassen, dass sie auch eine Grundgesetzänderung im Grunde genommen für attraktiv halten. Das hat zum Beispiel die CDU gesagt, um auch dann hier Frauen zum Dienst heranzuziehen. In diesem Fall funktioniert dann der Geheimtipp, den ich dir jetzt gleich geben werde, leider nicht mehr, aber bis dahin wird er ziemlich wirksam sein. Und um was geht es hier? Nun, du wirst es wahrscheinlich auf Basis des Thumbnails schon erahnen. Es geht natürlich darum, dass du als deutscher Mann das neue deutsche Selbstbestimmungsgesetz nutzt, was ja seit 2024 gilt und dich auf dem Papier zur Frau machst. Denn wenn du auf dem Papier eine Frau bist, dann musst du nicht zum Militär, dann gilt die Wehrpflicht nicht für dich. Übrigens musst du nicht mal eine Frau sein, es reicht auch aus, wenn du sagst, dass du nicht binär bist, also dich weder als Mann oder als Frau identifizierst. Das musst du ja im Grunde genommen niemand verraten. Das ist ja nur hier ein kleiner amtlicher Vorgang mit großer Wirkung. Und warum nicht? Dann kannst du hier sozusagen dem Tod von der Schippe springen. Der Tod an der Front ist ja bekanntlich auch kein ganz angenehmer Tod. Also da lohnt es sich mal schon hier vorübergehend als non-binärer oder eben als Frau hier durch die Welt zu ziehen, wenn du ein Mann bist. Es ist ja sehr einfach, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Du musst einfach 15 Monate warten und schwuppdiwupp ist das Ganze schon wieder rückgängig gemacht. Man kann ja nach diesem neuen deutschen Selbstbestimmungsgesetz beliebig oft sein Geschlecht ändern oder sich als nicht binär erklären. Natürlich ist das Verteidigungsministerium hier nicht auf den Kopf gefallen. Sie ahnen schon, dass dieses Selbstbestimmungsrecht ja so einfach ist, dass dort viele Männer sagen würden, ich bin ja nicht bekloppt, fülle ich da kurz ein Online-Formular auf und schwupps bin ich aus dem Thema Wehrpflicht draußen, muss ich gar nicht ins Ausland umziehen, brauche ich gar keine andere Staatsangehörigkeit. Deshalb ist also geplant, das Thema Wehrpflicht so zu organisieren, dass du nur dann letztlich hier der Wehrpflicht entkommen kannst, wenn du zeigen kannst, dass deine geschlechtliche Neubesinnung nicht in engem zeitlichen Zusammenhang hier mit dem sogenannten Spannungs- und Verteidigungsfall zu sehen ist. Das heißt, wenn du zu spät erklärst, dass du nicht binär bist oder eben dich jetzt als Frau fühlst, dann hast du Pech gehabt. Dann musst du eben auch unter diesen Bedingungen als Transfrau oder als Nicht-Binärer dann hier an die Front gehen. Ansonsten, wie gesagt, bist du hier fein aus dem Schneider. Und ich meine das übrigens total ernst, das ist jetzt hier kein Witz. Also, der Staat gibt dir das Recht, es gibt dieses neue Selbstbestimmungsgesetz. Warum sollst du das nicht für dich selbst ausnutzen können, wenn du in einer solchen kritischen Situation bist, wo es ja um Leib und Leben geht? Ich finde das tatsächlich eine bedenkenswerte Option. Die andere Alternative, und das ist ja auch das, was wir hier in unserem anderen Video angesprochen haben, ist eben das Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft. Dazu musst du dann eine andere Staatsbürgerschaft beschaffen. Das kannst du über ein Citizenship per Investment machen. Da geht das relativ schnell, 4 bis 6 Monate, oder eben indem du in einem anderen Land lang genug wohnst, möglicherweise mehrere Jahre.
dann bekommst du dort auch die Staatsbürgerschaft, kannst dann die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen und dann bist du natürlich auch aus der Wehrpflicht draußen. Wobei auch da ist es natürlich so, dass ich das lieber früher als später machen würde, denn auch da muss letztlich hier der deutsche Staat zustimmen und dich aus der Staatsbürgerschaft entlassen. Es reicht nicht, dass du sagst, das war's für mich, ich möchte nicht mehr deutsch sein. Hier zählt tatsächlich auch, was der Staat darüber denkt und insbesondere auf das Thema Wehrpflicht wird natürlich hier ganz explizit auch auf den entsprechenden Webseiten der deutschen Bundesregierung eingegangen, dass man das Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft natürlich hier nicht rein aus opportunistischen Zwecken betreibt, wie der Staat so schön sagt, um der Wehrpflicht zu entkommen. Die neue Staatsbürgerschaft hat natürlich dann auch noch andere Vorteile. Du bist zum Beispiel aus einer möglichen Besteuerung der Staatsbürgerschaft draußen. Es ist fundamental natürlich die bessere Lösung, aber auch mit einigem Aufwand, mit einigen Kosten verbunden. Daher eine schnelle Lösung kann tatsächlich einfach sein, dass du dich hier als Frau oder als Mann erklärst, wenigstens vorübergehend, und kannst es ja dann später wieder rückgängig machen. Und wie gesagt, brauchst ja niemandem davon erzählen. Du musst dich ja nicht umoperieren lassen oder hier dir dann Frauenkleider anziehen. Es reicht ja letztlich, dass du hier beim Staat vermerkst, dass du dich als Frau fühlst oder eben als non-binär und dann bist du aus dem Schneider draußen. Solange eben, bis die Bundesregierung entscheidet, dass jetzt auch Frauen hier dienen müssen, wie das ja in vielen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Israel, dann kannst du dich dadurch leider auch nicht mehr schützen. Dann ist vielleicht doch das Thema Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft wieder hier die einzige Lösung, die tatsächlich unabhängig von allen anderen Faktoren funktionieren wird. Aber bis dahin, wie gesagt, denk mal drüber nach. Ich packe mal hier ein paar Links zu den entsprechenden Gesetzestexten rein. Etwas zum Selbstbestimmungsgesetz und auch etwas dazu, wie hier die Wehrpflicht reformiert werden soll in Anbetracht des neuen Selbstbestimmungsgesetzes. Wenn das Themen sind, die dich umtreiben, also ich meine jetzt insbesondere der Wegzug ins Ausland, Vermögensschutz, ein neues Leben im Ausland aufbauen, neues Vermögen im Ausland aufbauen, Kontendepots im Ausland zu eröffnen, Edelmetalle im Ausland zu lagern, neue Staatsbürgerschaft anzunehmen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlegen, neues Vermögen im Ausland aufzubauen, dieses zu schützen, sich aus Deutschland rauszulösen, aus der EU rauszulösen und ihr Vermögen vor dem Staat zu schützen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.